Moin Moin aus Straßburg. Ich werde euch wie gewohnt heute kurz erzählen, was wir in dieser Plenardebatte alles beschlossen haben. Wir haben zum Beispiel das Ende des Geoblockings bei Streams beschlossen. Wir haben über die Situation in Ungarn beraten und beschlossen. Wir haben daneben auch noch über die Lebensmittelverschwendung in Europa beschlossen. Und dann will ich ganz am Ende noch was kurz zum EU-Singapur-Urteil sagen. Zunächst Geoblocking. Das Geoblocking wurde für eure Abos wie Netflix, Sky Go, iMusic endlich beendet und ihr könnt euer Abo, für das ihr zu Hause bezahlt habt, auch aus dem europäischen Ausland betrachten. Und wichtig dabei, im selben Umfang, in derselben Qualität wie zu Hause. Und es gilt jetzt endlich der Grundsatz, legal bezahlt, legal gestreamt in der ganzen Europäischen Union. Ich finde, es wird Zeit, dass wir auch im digitalen Binnenmarkt diesen Fortschritt endlich erreicht haben. Und ich freue mich, dass wir diesen Erfolg hinbekommen haben. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Entschließung zu Ungarn. Orbán baut im Moment in Ungarn die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit immer weiter ab. Und das Europäische Parlament hat in einem Entschließungsantrag jetzt gefordert, endlich das Vertragsverletzungsverfahren nach Artikel 7 des Europäischen Vertrages einzuleiten. Ich halte das für richtig, weil Orbán unter anderem die Wissenschaftsfreiheit einschränkt, weil er Schutzsuchende in unchristlicher Weise im Regen stehen lässt, weil er mit seiner Stopp-Brüssel-Kampagne antieuropäisch handelt. Ich finde es sehr schade, dass die Europäische Volkspartei sich diesem Votum nicht angeschlossen hat und Orbán und seine Partei weiterhin schützt, obwohl hier klar undemokratisch gearbeitet wird. Außerdem haben wir über das wichtige Thema Lebensmittelverschwendung in der Europäischen Union besprochen und wir haben beschlossen, dass wir die Lebensmittelverschwendung bis 2030 um die Hälfte reduzieren wollen. In Deutschland zum Beispiel werden 150 Kilo Lebensmittel pro Jahr, pro Kopf verschwendet. Und ich finde, das ist, wenn man bedenkt, dass viele Menschen hungern, einfach nicht richtig. Und da sollten wir verschiedene Maßnahmen ergreifen. Wir haben die Kommission unter anderem dazu aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, die es erleichtern, dass Lebensmittelspenden vorgenommen werden, um Produkte nicht sinnlos wegzuschmeißen. Und zudem fordern wir die Kommission dazu auf der Verpackung klar zwischen einem Mindesthaltbarkeitsdatum und einem Verbrauchsdatum zu unterscheiden, damit gute Lebensmittel, die zwar am Ende der Mindesthaltbarkeit angekommen sind, aber noch verbraucht werden können, nicht unnötig weggeschmissen werden. Und zum Schluss, wie immer, noch ein kleiner Ausblick. Außerhalb des Europäischen Parlaments hat der Europäische Gerichtshof jetzt sein Singapur-Urteil gefällt, das lange erwartet wurde. Und in diesem Urteil macht der Europäische Gerichtshof klar, dass gemischte Handelsabkommen nicht oder dass viele Handelsabkommen nicht mehr nur von der Europäischen Union beschlossen werden dürfen und von den europäischen Regierungen, sondern dass auch die nationalen Parlamente beteiligt werden müssen. Das gilt im Singapur-Abkommen zum Beispiel für die Frage der Schiedsgerichtsklauseln. Und das wird auch wegweisend sein für weitere Abkommen, wie zum Beispiel das Abkommen mit dem Vereinigten Königreich. Es war also wieder eine volle Agenda mit vielen Entscheidungen. Ich hoffe, euch hat dieser Bericht gefallen. Lasst mir gerne ein Abo im Kanal da oder kommentiert, was euch gefallen hat. Und ansonsten sage ich Tschüss, ciao, macht's gut.